Wir hatten zunächst das Unternehmen gegründet und haben das in unseren Wohnungen gemacht. Das heißt, wir haben eine Standleitung geschaltet zwischen der Wohnung von Bernhard Schnick und der Wohnung von Magnus und mir. Haben dann da unseren Computertraffic drüber laufen gehabt und das war sein Wohnzimmer und unser Wohnzimmer. Und später war es dann das Dachgeschoss von unserem Reihenhaus. Mich hat mein Freund gefragt, so, was glaubst du? Überleg dir, von der Perspektive her, wo wird die Genua mal landen? Da habe ich gesagt, ich glaube, wir werden mal 10 Mitarbeiter haben. Also das heißt, wir haben das überhaupt nicht von der Dynamik einschätzen können. Ich weiß nicht, ob das allen hier so bekannt und bewusst ist. Die Genua hat sich in den letzten 4 Jahren mehr als verdoppelt. In Größe. Also allein das ist schon ein enormer Kraftakt. Eine der größten Herausforderungen ist die Größe und das Wachstum. Wir sind jetzt in der Unternehmensgröße, wo man nicht mehr alles darüber lösen kann, dass man jemanden kennt. Da die Menschen zu vernetzen, das ist eine Herausforderung. Weiterhin ist, glaube ich, eine große Herausforderung, dass die Technologie, in der wir uns bewegen, dass die unheimlich schnell ist und dass wir in dieser Geschwindigkeit auch mitgehen müssen. Ich glaube aber, dass die meisten Leute das mittlerweile schon verstanden haben, dass wir in einer sehr agilen Welt leben und da auch mitgehen und was bewegen wollen, weil den Erfolg dann zu sehen, das ist ja eigentlich auch schon ein großes Geschenk. Letztlich breitet sich diese Vernetzung auch in kritische Infrastrukturen aus und wir müssen letztlich unsere Produkte so bauen und entwickeln, dass wir dazu beitragen, dass diese kritischen Infrastrukturen nicht angegriffen werden können. Man hat ja vielleicht schon mal gehört von Krankenhäusern, die da irgendwie gehackt wurden und dann laufen da die ganzen Dialysesysteme zum Beispiel, wurden gehackt und konnten nicht mehr genutzt werden. Das ist natürlich dann schon ein Problem. Und wie gesagt, die kritische Infrastruktur sind ja jetzt nicht nur Krankenhäuser, sondern auch Energieversorgung oder Wasserversorgung. Und da setzt jetzt so die Vernetzung auch ein. Meine Vision für in 5 Jahren ist, dass wir die künstliche Intelligenz sinnvoll nutzen, Social Media unter Kontrolle haben in puncto Hassrede und dass die Industrie 4.0 sozusagen umgesetzt wurde. Ganz klar, wir leben in dieser Zeit dann schon ein gewisses Stück intermodale, vernetzte Mobilität. Das heißt, wir steigen einfach um von einem Verkehrsträger, von einem Verkehrssystem in das andere.